So, ja, so, es ist stürmisch. Es ist recht frisch. Ich heiße euch herzlich willkommen am Nord-Ostsee-Kanal. Und hier oben seht ihr die Brücke, die über den Nord-Ostsee-Kanal drüber herführt. Wir sind hier auf der Suche nach etwas. Ja, im Thumbnail habt ihr dann gesehen, nach was. Ich möchte mal eben ganz kurz einen Schwenk über diesen Parkplatz hier machen. Da guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig rauskommt, aber die Intelligenzleistung mancher ist wirklich einfach stark vermindert. Da fällt einem nichts mehr zu ein, wie man da quasi 3 oder 4 Parkplätze blockieren kann, indem man einfach dämlich parkt. Gut. Betriebsgelände, Wasserwirtschaft, Hulti, Tulti, Bulti. Hier ist ziemlich viel los. Ich weiß gar nicht, was die Leute hier alle wollen. Auf jeden Fall suchen die nicht das, was ich hier suche. Und deswegen möchte ich sagen, wird es schon wieder schwierig mit der Legitimation des Aufenthalts dieser Personen hier. Nichtsdestotrotz, wir verlegen jetzt in diesen unteren Bereich, da kommt gleich ein Waldstück. Da haben wir auf historischen Luftaufnahmen etwas entdeckt, nachdem wir einem Hinweis nachgegangen sind. Ich suche dieses Sperrmittelhaus schon etwas länger, aber habe es nie intensiv gesucht. Und ja, da habe ich mir gedacht, bei der Nordtour, du musst dieses Sperrmittelhaus jetzt endlich finden. Und ich hoffe, es mag uns gelingen. Ja, mit dem Auto dürfen wir ja nicht lang, deshalb gehen wir zu Fuß. Da hinten gehen wir runter. Wir sehen uns gleich wieder. Und ja, moin, bis gleich. Ja, und ganz kurz noch mal eben vorweg. Dieses Sperrmittelhaus wird, da gehe ich jetzt ganz stark von aus, Sperrmittel im Sinne von Sprengladungen beinhaltet haben, um hier diese Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal zu sprengen. War was anderes, was man hier sprengen könnte, was Sinn machen würde, macht meines Erachtens eben keinen Sinn. Da gibt es nichts, es gibt nur diese Brücke. Es gibt ja noch, ich weiß nicht wie viele, 1, 2, 3 Brücken sowas, die hier auch über den Nord-Ostsee-Kanal drüber herführen. Also vielleicht sind das auch 10 Brücken, ich habe keine Ahnung. Da könnte in der Theorie auch überall noch so ein Sperrmittelhaus sein in der Nähe. Es kann aber auch sein, dass diese Sperrmittelhäuser zum Beispiel in Standort-Munitionsniederlagen integriert waren oder in nahegelegene Kasernen, auf die man dann eben schnell Zugriff hatte. Und hier in der Nähe scheint es so etwas nicht gegeben zu haben. Deswegen hat man es hier irgendwo angelegt. So, und jetzt sind wir auch hier schon in einem Bereich, wo ich sage, jetzt wird es langsam interessant. Meines Erachtens müssten wir eigentlich da vorne in den Wald rein. Das gleiche ich noch mal eben mit Google Maps ab und dann mache ich mich hier mal auf die Suche und hoffe, dass ich für euch dann ein vernünftiges Ergebnis hier zutage befördern kann. Es ist schon wieder saumäßig dunkel. Wir haben es gerade kurz nach 14 Uhr. Wenn das heute nichts mehr wird, ich übernachte hier in der Nähe, dann fahre ich hier morgen früh noch mal hin. Aber einen Daumen drücken, ich gehe da mal rein da. Wir sind jetzt auf so ein Plateau hochgegangen. Da vorne in dem Bereich macht es mir sehr stark den Eindruck, als hätten wir da eine Art Alarmposten, eine Nahbereichsverteidigungsstellung. Zeige ich euch gleich auf dem Rückweg nochmal. Ich gehe hier rein und da sehe ich da was. So, ich denke, wir sind an der richtigen Stelle. Die Frage ist jetzt eben, ist es das oder ist es das nicht? Im Netz steht geschrieben, dass dieses Sperrmittelhaus in ein Munitionshaus einer ehemaligen Flakstellung, dass das da drin untergekommen ist. Und jetzt wird es interessant. Hier haben wir ebenfalls so ein Portal. Jetzt gehen wir mal hier runter und schauen mal, was wir hier sehen können. Ja. Das ist jetzt etwas, womit ich so nicht gerechnet hätte. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Nein! Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt ein Scherz. Das ist ja unfassbar. Das halte ich für vollkommen irre. Wer hat mir dieses Zeichen hier hingesandt? Oh Leute, passt mal auf. Passt mal auf. Guckt euch das Ding mal hier an. Was ist denn das wohl für ein krasses Fundament?
Was ist das denn für ein krasses Fundament? Wir sind hier, meines Dafürhaltens, wenn ich das jetzt hier sehe, sind wir hier mitten in einer Flakstellung. Oder was war dort aufgebracht? Was hat man da verschraubt auf dem Teil? Das ist riesengroß. Guckt euch das mal an. Das hier ist mein Finger, das ist die Überwurfmutter. Und so sieht das hier aus. Ich gucke da gleich mal eben rein. Das hier ist allerdings wirklich nicht das, was ich jetzt gesucht habe. Aber ich bin vollkommen überrascht von diesem Fund. Wenn das hier eine Flakstellung ist, dann hat man hier an den Seiten entsprechend die Munition eingelagert. Das ist ja völlig irre. Und das da oben links, dieses Zeichen, wer es von euch kennt. Wer es von euch kennt, ich werde jetzt nicht sagen, was das ist. Wer es von euch kennt, der schreibt es in die Kommentare. Also ich bin einigermaßen sprachlos ob dieses Symbols. So, pass auf, hier. Gucken wir mal eben rein. Guck dir das an. Hier ist nur so eine kleine Kammer. Hier sind so ein paar Sachen noch an der Wand dran. Und hier ist auch schon Schluss. Da sind auch noch zwei so, ja, Metalleinlässe unten auch. Also so sieht das hier aus. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das genauso. Ja, glaub ich es denn? Glaub ich es denn? So, hier the same procedure. Ich möchte es mal so sagen, der ganze Filmtag heute, der war ziemlich scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Aber der findet hier gerade eine ganz fulminante Wendung. Das ist absolut geil und ich hoffe, dass wir hier noch mehr dieser Struktur sehen werden. Und wenn das so lange dauert, dann komme ich halt morgen noch mal wieder. So, hier haben wir genau das gleiche. Das ist ebenfalls so angelegt. Ich hatte vorhin erst den Eindruck, dass man hier sogar nach runter gehen könnte. Kann man nicht, sieht man. Mega. So, pass auf. Ich schalte jetzt erstmal das Ding hier aus. Und dann gehen wir hier mal weiter durchs Gelände und ich hoffe, dass wir hier gleich auch dieses Sperrmittelhaus noch finden werden. Aber wir sind hier an dieser Flakstellung. So Leute, das ist wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin richtig geflasht. Das ist hier wirklich absolute Genugtuung nach dem Kackdrehtag, den ich heute hatte. Wir sehen hier so eine Runde. Ihr könnt das sehen, hier ist überall irgendwie was mit Backstein gemauert. Und jetzt, wenn man genau hinguckt, man glaubt es nicht. Hier sind Pinnekes im Boden. Einmal, zweimal, dreimal, 4, 5. Das ist das Oberpinneken. Und dann geht das hier, ja, da, guck mal, da hinten ist noch einer, da ist ein Stehbolzen, da. Hier hat ebenfalls irgendwas gestanden. Flakscheinwerfer. Reine Mutmaßerei. Unfassbar. Ich finde es richtig spannend. Wir haben hier auch scheinbar noch einen äußeren Bereich. Mal eben gucken hier. Ja, das ist gerade. Das geht gerade vorweg. Und dann sehen wir hier drin, ihr seht das, wie das gedreht ist. Mega. Das ist ein richtig toller Fund. Und auch ganz toll, dass mal wieder natürlich für Schleswig-Holstein kein Geländemodell verfügbar ist, auf dem man jetzt natürlich das andere weitere noch sehen konnte. Hier vorne geht es nochmal wieder runter. Da gehe ich jetzt rein und nehme euch dann wieder dazu. So, hier in diesem Teil habe ich jetzt erstmal nichts gesehen, was irgendwie von Belang wäre. Hier liegt nur irgend so ein Ding rum. Das ist aber irgendwie modernerer Bauart. Ihr seht das ja hier auch schon an dieser Sechskantschraube. Das ist trotzdem hier total knüppelfest, das bewegst du nicht. Liegt hier drin, ist aber meines Erachtens erstmal nicht wirklich von Belang. Und hier unten auf dem Boden selber, hier sehe ich jetzt auch nichts, was irgendwie da noch für uns von Belang wäre. Gut, man kann ja auch nicht immer Glück haben und hier die Mega-Klamotte nach der nächsten finden. Wir gehen mal weiter. Hier, alter Schwede. Ich werde nicht mehr, ey. Okay, also dazwischen ist nichts. Das ist irgendwie nur so ein Zwischenbereich.
Psst, komm mal hier hin. Jetzt guckt euch das an. Jetzt sind wir hier bei der nächsten Flakstellung. Psst, Dexter, komm hier hin. Ja, der muss hier ein bisschen gucken. Jetzt sind wir bei der nächsten Flakstellung. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube das alles nicht. So, das gleiche wie gerade, nur dass wir hier in der Mitte sehr viel mehr Erdanhäufung haben. Das heißt, hier dieses Teil, was da hinten zu sehen ist, das werden wir hier nicht sehen können. Ihr seht auch, wie niedrig diese Einstiege sind, also wie viel Erdmasse hier liegt. Aber insgesamt mega interessant. Bleib du mal da. Ja, so sieht das hier aus. Ja, hier kann man auch gar nicht mehr reingehen. Hier ist alles komplett mit Erde so verfüllt, sag ich mal. Also hier, da drüben und da in der Mitte ist dieses Backsteintal. Ich gehe hier weiter, bis gleich. So, das ist jetzt hier nichts Konkretes. Hier ist wahrscheinlich irgendwie Zivilisationsmüll. Wir haben da so eine komisch eingegrabene Tonne. Wir haben hier noch Dinge. Das ist hier schon eine auffallende Geschichte irgendwie. Also hier könnte auch eine Stellung gewesen sein. Hier liegt halt irgendein Zeug rum. Das ist hier irgendein DFK-Zeug, das natürlich nicht aus der Zeit ist. Hier allerdings wird das alles schon so auf den ersten Blick. Ah, das ist das so eine Feder. Ist das so ein hier so ein Chassis irgendwie? Irgendwas? Ja, das muss jetzt nicht aus der Zeit sein. Das ist alles wahrscheinlich neueren Datums. Hat hier irgendeiner reingeschüttet in das Teil. Ich wollte euch das nur nicht vorenthalten. Hier findet man also auf jeden Fall noch rostiges Metall. Rutscht in den Darm, wenn die Nonnen ohne Sattel Fahrrad fahren. Das findet man hier auf jeden Fall noch. Und jetzt gucke ich weiter. Ich bin ja noch immer der Hoffnung, dass wir dieses Sperrmittelhaus finden werden. Aus der Richtung kommen wir. Und hier bin ich vorhin, ich meine, das wäre hier gewesen, bin ich mal eben hochgegangen, um zu gucken, was da ist. Und wenn es jetzt richtig ist, oh, es ist richtig, dann bin ich hier direkt über das gestolpert. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist irgendwie in der MG-Stellung irgendein Teil. Da vorne sieht man ganz deutlich den Eingang zu der Geschichte. In dem Bereich da hinten, also genau geradeaus, ich sehe es mit dem Auge, da ist die Betonstruktur dieser ersten Flakstellung. Neben dieser Stellung haben wir hier eine weitere Einzelstellung eines Schützen liegend. So, die können alle da in diese Richtung raus beobachten und wirken. Jetzt steht da Wald. Wie das da früher aussah, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass da eben kein Wald war, sondern dass man da wahrscheinlich freies Schussfeld hatte. So, wir sind hier wieder auf diesem Plateau drauf, wo sich auch entsprechend diese Flakstellungen befinden. Hier in dem rechten Bereich, da war ich noch nicht. Da schaue ich mich jetzt auch noch mal um, weil das Sperrmittelhaus, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, habe ich natürlich noch nicht gefunden. Aber es wird hier noch irgendwo sein. Es wäre schon verwunderlich, wenn das nicht mehr da wäre. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, jetzt hier in dem Gelände kann es eigentlich nicht sein. Weil wer will hier mit welchem Kfz hinfahren und da Sperrmittel rausholen? Also ich verspreche mir aus dem, was ich jetzt hier filme, eigentlich nur noch Struktur eventuell aus dieser Flakstellung, je nachdem wie viel hier war. Ne? Und sonst müssen wir das Sperrmittelhaus hier nochmal weiter im Umkreis suchen. Ja, wie gesagt, schade, dass wir keinen DGM haben. Da wird sich das hier alles ein bisschen deutlicher abzeichnen. Wir sehen hier überall nochmal so Gräben und Wälle. Ne? Das kann alles natürlichen Ursprung sein. Kann auch sein, dass man da ein bisschen nachgeholfen hat. Schwierig zu deuten, wenn man das eben hier zum ersten Mal begeht und da überhaupt sowieso, ich meine, dass es überhaupt gar keine Informationen darüber gibt. Wobei heute Abend, wenn ich dann im Hotel bin, werde ich mal hier nach dieser Flakstellung googeln. Das habe ich nämlich noch nicht getan, ob da noch jemand irgendwas zugeschrieben hat. Das ist ja durchaus möglich. Wobei Flakstellungen allgemein auch einfach ein bisschen schwieriges Thema sind. So, ich sehe jetzt hier in diesem Bereich nichts mehr.
Und um das nicht doch total in die Länge zu zögern, schalte ich jetzt erstmal aus. Und ja, ich begebe mich hier weiter ins Umfeld und gucke mal nach. Ich hoffe, dass ich das Ding noch finde. Wäre schade, wenn nicht. So, ich bin hier rumgeeiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ganze Spielfeld umrundet alles. Ich habe hier noch einen Jäger getroffen, der ja, konnte mir jetzt aber nicht sagen, was ich wissen wollte. Der hat mir was anderes gesagt. Das ist auch völlig in Ordnung. Da gucke ich mir auch an. Jetzt drehe ich mich hier um. Das heißt, ich drehe mich jetzt hier um, weil ich das gerade gesehen habe. Ihr habt gerade diesen komischen Überweg gesehen da. Und jetzt sehe ich hier dieses Teil. Und jetzt komme ich schon wieder. Ich komme da schon wieder nicht dahinter. Wieso in Herrgotts Namen dieses Symbol hier angesprüht ist. Also ohne Scheiß, das wäre höchst interessant für mich zu erfahren, wer das da mal dran gemacht hat. Und ob das vielleicht, nee, ist nicht vielleicht, das Ding hier, wir fangen mal so an. Dieses hier soll ein ehemaliges Munitionshaus dieser Flakstellung gewesen sein, was man dann später als Sperrmittelhaus genutzt hat. Kann gut sein. Also ihr seht ja hier diese Rasengitterstruktur, die hatte man wahrscheinlich in den 60er Jahren auch noch nicht. Die hat man jetzt erst später noch wieder angebracht, gehe ich von aus. Aber die Tür zum Beispiel, die wirkt mir jetzt nicht so, als wenn die aus der Zeit von früher kommt. Ebenso haben wir hier vorne noch so einen Stromanschlusskasten, beziehungsweise da ist auf jeden Fall irgendeine Blitzableitertechnik drin untergebracht. Das haben wir hier schon. Und dieses hier ist dieses Sperrmittelhaus. Ich glaube, das Ganze nennt sich hier Grünfeld. Ich werde das aber auch noch mal eben in die Untertitel reinschreiben. Ich habe gerade keine Lust, ständig aufs Handy zu gucken. Es nervt. Was aber nicht nervt, sind natürlich solche Funde hier vorausgegangen. Eben diese zwei Flakstellungen und dieses dritte Teil. Wahnsinn. Das finde ich richtig, richtig geil. Was wir machen können ist, wir können auf jeden Fall jetzt einmal kurz da reingucken. Das ist natürlich hier auch so eine Fledermaus-Geschichte. Aber wenn wir schon mal hier vor Ort sind, dann sollten wir die Zeit wenigstens nutzen, uns da einmal kurz reinzuleuchten. Wie sieht die Struktur von innen aus? Können wir da noch etwas mitnehmen? Ziemlich dicke Tür. 2 cm haben wir da an Stahl. Und dann geht das hier rein. Ach, guck mal hier, das ist definitiv Bundeswehr Sperrmittelhaus. Da gibt es gar keinen Zweifel. Was man hier mal gemacht hat und getan hat, das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Im Sinne von, ich weiß nicht. Warte mal, ich versuche das da mal eben One Take einzuzählen. Ich hoffe, dass ich es wieder rauskriege. So sieht das aus. Okay, Federn raus. Alles gut. Wir wollen die Fledermäuse hier auch nicht stören. Ich hatte dem Jäger auch vorhin gesagt, dass ich hier wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern dass ich hier das erste Mal in meinem Leben und wahrscheinlich auch das letzte Mal bin. Und deswegen, hier passiert ja jetzt auch nicht mehr viel. So, Leute, viel weiter können wir nicht gucken. Ich denke, dass wir hier die üblichen zwei Räume halt haben. Da vorne vor Kopf haben wir auf jeden Fall noch eine Aufnahme für einen Feuerlöscher. Ja, und jetzt gehen wir hier wieder raus aus dem Teil. Und, meine Herren, und was ich auch machen werde ist, ich werde jetzt von den Außenaufnahmen her, das Video an dieser Stelle beenden. Eventuell kommt noch mal was aus dem Off, wenn ich hier wirklich noch eine Wahnsinnserkenntnis habe über irgendetwas, wo ich länger drüber sprechen muss. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier genauso gut gefallen wie mir. Lasst wie immer gerne ein Abo da, gebt dem Video ein Like, schreibt was Zielführendes in die Kommentare und unterstützt mich auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft oder einer PayPal-Spende. Ich danke euch vielmals und wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Ciao. So, Dexter, ab nach Hause, ne? Ja, ich mache doch noch mal eben ganz kurz einen Nachtrag. Hier befindet sich
Diese Brücke, die hier über den Nordostseekanal führt, hatte ich euch ja im Open auch schon ganz kurz gezeigt. Ja, verläuft hier von der einen Kanalseite zur anderen Seite, an am Ufer. Wer hätte das für möglich gehalten? Und ich habe jetzt bei der Überfahrt über die Brücke, hatte ich alles im Kopf, aber nicht daran gedacht zu schauen, ob man hier irgendwo diese Sprengschächte sieht. Vielleicht sind die auch komplett zurückgebaut und neu asphaltiert, dann siehst du natürlich gar nichts mehr. Ich wollte das nur eben sagen. Es muss also hier oben auf dieser Brücke irgendwo Sprengschächte für diese vorbereiteten Ladungen gegeben haben. Wir gucken mal eben, ob wir doch noch irgendwie hier in der Peripherie fündig werden oder ob wir dann noch irgendwie auch die Brücke hochkommen, dass man da mal eben einen kleinen Blick schweifen lassen kann. Ja, das wird dann aber auch hier meine letzte Amtshandlung für heute sein. Vor uns sehen Sie den Nordostseekanal. Oh, da vorne geht es auch runter. Das ist eine schöne Geschichte. Da haben wir nämlich da mal freie Sicht auf den Nordostseekanal. Ist auch ein imposantes Bauwerk. Also wer hier noch nicht war, der wird schon gucken. Das ist richtig breit, das Ding. Und ja, so sieht das hier aus. Sehr, 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 sehr schick. Ja, diese ganzen Brückenpfeiler, die sind alle begehbar. Fragen Sie mich nicht, wie man dieses Bauwerk gesprengt hätte. Ob das hier oben irgendwo geschehen wäre. Da gibt es ja mit Sicherheit auch so eine Sprengvorschrift irgendwie. Naja, so, genug gelabert. Ich gehe da noch einmal hoch und dann sehen wir uns da noch mal wieder. Jo, hochgekraxelt. Das sind hier unsere Eindrücke. Ja, ist leider alles ein bisschen dunkel. Wir haben echt scheiß Wetter erwischt. So, den habe ich da mal eben angebunden. Da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Hier können wir auch in die Brücke reingehen. Hier steht übrigens nicht, dass man hier nicht hingehen darf. Nirgendwo ist hier auch nur ein Verbotsschild. Jo, das sieht so aus. Schlicht gehalten. Kann ich natürlich jetzt auch nichts weiter draus lesen. Und jetzt gucken wir mal eben, was wir hier vorne, wenn wir hier so auf die Bahn gucken, was wir hier sehen. Geil, auf jeden Fall eine geile Aufnahme. Und man kann hier oben offiziell lang gehen. So, jetzt pass auf. Da sind wir auf dem Teil. Ja, also hier wurde irgendwann mal was neu aufgebracht. Es könnte natürlich sein, aber es ist wirklich reine Mutmaßerei, dass wir links und rechts so einen Sprengschacht hatten. Aber links zeichnet sich das so nicht ab, da geht es gerade. Ja, vielleicht wurde die Brücke auch ganz anders gesprengt. Und das ist halt hier sowieso vergebene Liebesmühe, hier nach Sprengschächten zu suchen, weil es die einfach gar nicht gibt. Vielleicht sind die auch auf der anderen Seite. Von daher werde ich dieses... Ne, seht, hier ist auch schon was neu asphaltiert worden. Das lässt jetzt für mich keine Rückschlüsse auf Sprengschächte zu. Da vorne sieht es halt recht auffällig aus. Gut. Geiles Bauwerk. Tschüss. Bis die Tage. Dann nochmal eben kurz die Kleinigkeit aus dem Off, wie ich schon gesagt hatte. Ihr seht hier nochmal eine Übersicht über dieses Gelände, über diese Flakbatterie. Rechts der Nordostseekanal. Und dann waren wir ja auf jeden Fall an 3 bzw. an 4 dieser Örtlichkeiten. Ich hatte, wie ich ja schon erwähnte, vorher überhaupt keine Ahnung davon, dass von dieser Flakbatterie da überhaupt noch was zu sehen ist. War da auch echt völlig überrumpelt. Und habe dann auch erst im Nachgang, also Kontakt zu bunkerkiel.com bekommen und habe dann auch erst durch persönlichen Austausch
herausbekommen, wie das da überhaupt heißt. Das war mir nämlich auch gar nicht bewusst. Ich habe das nämlich so auf der Seite, und da kann man mich auch für einen Depp halten, ist mir völlig egal. Ich habe das so auf der Seite bei denen nämlich gar nicht gefunden. Aber den Link habe ich dann bekommen und dementsprechend wusste ich dann auch, oh mein Gott, das ist da alles noch. Da ist auch eine tolle Skizze und so weiter angelegt. Dieser Übertrag jetzt allerdings ist nicht einfach nur kopiert von der Skizze. Sowas machen wir nicht. Wir haben schon selber, beziehungsweise der Dennis hat selber eine Luftaufnahme rausgesucht, hat das da drüber hergelegt und wir haben lediglich die Bezeichnungen der Sachen haben wir übernommen. Ja, da bin ich auch ehrlich, da gebe ich natürlich meine Quellen an. Das machen viele andere nicht. Viele andere zitieren ganze Sätze irgendwoher und sagen nicht, woher sie haben, aber machen dann ein tolles Video und alle finden super. Finde ich immer ziemlich dämlich, weil da schmücke ich mich einfach nicht mit fremden Federn. Das mache ich nicht. Und deshalb hier auch schönen Dank an den Dennis, dass er das so schön ausgearbeitet hat. Wir waren ja an 3 dieser Örtlichkeiten. Ich markiere das auch nochmal im Fallen. Und dann habe ich eben durch bunkerkiel.com erst gesehen, okay, da gibt es auf jeden Fall noch mindestens 2 Barackengebäude. Das untere Barackengebäude, was ihr da unten links seht, das sehe ich wohl auf dem Luftbild. Das ist dort aber nicht als Baracke bezeichnet. Die anderen beiden sind wohl Unterkunftsbaracken, auch eben für die Flakmannschaften. Hatten wir ja auch ziemlich häufig. Die habe ich jetzt selber da auch gar nicht gesehen. Das kann auch sein, dass man die kaum noch sieht oder dass man die gar nicht mehr sieht. Wenn ihr mal auf den Link in der Videobeschreibung drauf geht, werdet ihr auch sehr viel bessere Fotos bekommen, als die ich jetzt quasi mit der Kamera aufgenommen habe. Da sind die Sachen noch besser erhalten. Vor allen Dingen dieser Leitstand, der ist dann noch richtig schön erhalten, richtig toll zu sehen. Die untere Feuerstellung, die liegt eben unterhalb des Weges. Das heißt, die liegt auch unterhalb der oder beziehungsweise ja unterhalb dieser MG-Stellung, dieser mutmaßlichen oder dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Alarmposten. Da lag diese Feuerstellung. Die habe ich jetzt da bei meiner Begehung auch nicht gesehen. Ich habe da ja aber auch, wie ihr wisst, gar nicht nachgesucht, weil ich gar nicht wusste, ne, wo ist da wohl noch eine Feuerstellung. Also, ob man die auch heute noch sehen kann, das weiß ich nicht. Mit dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, würde ich da vor Ort natürlich die Sachen auch noch besser verorten können und könnte da auch noch ein besseres Video drüber machen. Ich werde da aber in nächster Zeit nicht mehr hinkommen, von daher müssen wir uns jetzt erstmal so damit zufrieden geben und ich denke, diese Eindrücke, die da jetzt ja quasi durch Zufall entstanden sind, sind auch schon ganz gut gelungen. Ja, letzten Endes, ihr seht da auch eingetragen, der Munitionsbunker / Sperrmittelhaus. Das war ja eigentlich das Einzige, was ich finden wollte. Und ja, der Rest war dann so gesehen Beifang. Das wollte ich euch nur noch mal eben kurz erklärt haben. Deshalb diese Einblendung. Und ja, ich hoffe, euch hat die ganze Geschichte hier gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.